Mahlzeit allerseits. Ich habe schlechte Nachrichten. Auf dem Dach geht es jetzt erstmal nicht mehr weiter. Wir haben total schlechtes Wetter. Außerdem habe ich vor ein paar Wochen Corona gekriegt und ich bin extrem kurzatmig. Deswegen wird es jetzt erstmal Indoor-Arbeiten gehen. Und es trifft sich sehr gut, denn seit Jahren, ich glaube seit 3 Jahren, sage ich im Winter, ich will das Wohnzimmer schön gemütlich machen, dann für die Vorweihnachtszeit und für die Weihnachtszeit. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Und zwar habe ich vor... ich weiß nicht, wie ihr es seht, weiße Wände erinnern mich immer extrem an Krankenhaus. Deswegen möchte ich diese Ecke hier komplett mit Holz vertäfeln. Ich weiß, das hat so ein bisschen 70er, 80er Jahre Charme. Vielleicht wird es besser aussehen, ich hoffe es. Ich gehe auch davon aus. Wir fangen gleich einfach an. Ich habe so eine grobe Richtung, wo es hingehen soll, aber natürlich keinen richtigen Plan. Ihr kennt das von mir. Ich fange einfach an und dann werden wir sehen, wo es mich hinführt. Meine Kinder lynchen, wenn der Fernseher nicht mehr da hängt und quasi die ganzen Apple TV und so weiter da nicht mehr dran sind. Bleibt das noch stehen? Ich fange jetzt immer in der Ecke an. Die erste Wand steht. Die ist wahrscheinlich auch die komplizierte Wand gewesen, denn der Plan ist, dass ich hier 1, 2, 3 Schubfächer plus 3 Kästen und eine Schublade. Besondere Herausforderung war, ich habe die Unterkonstruktion nicht bündig mit der daneben liegenden Wand gemacht, sondern ich habe eins von diesen Schalbrettern genommen und die so da dran gehalten. Und jetzt ist das hier, wenn ich die festmache, bündig und dann kann ich eine Fußleiste noch daran machen und ich hoffe, das sieht dann gut aus. Aber bevor ich hier die Kästen und die Schubladen mache, werde ich jetzt hier mich in die Richtung weiterarbeiten. Ich werde nicht bis hinter die Tür kommen, das dauert noch ein bisschen. Aber jetzt geht es jetzt mal weiter. Die Ecke ist fertig, hier bin ich bis zur Tür gestern noch gekommen und was ich jetzt noch machen werde ist, hier sollen nochmal 3 Kästen hin in das vorletzte oder letzte Fach quasi, noch 3 Kästen. Dann gehen wir langsam rüber in die Ecke. Hier möchte ich in die Wand eingelassen ein Holzlager bauen, das kommt dann auch noch. Und wenn das erledigt ist, geht's raus, dann geht's nämlich in die Werkstatt und dann bauen wir die Kästen. Das sind die nächsten Schritte.
Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep to night. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the pole, pulling stitches. Time to let go, so come what may. So, ich bin hier fertig, die Ecke ist fertig, dann hier einmal rum und es ist auch mega stabil. Hier wackelt nichts, hier rüttelt nichts. Es klingt jetzt sehr hallig, weil ich natürlich alles rausgeräumt habe. Hier ist alles fest. So, ihr werdet euch sicherlich denken, was ist der Sascha heute eigentlich so dick angezogen? Ich verrate es euch. Überraschenderweise hat sich für Dezember der Winter angemeldet. Unsere Schneehühner sind auch schon aktiv. Ich muss jetzt in die Werkstatt, wunderbar bei Minustemperaturen, denn wir machen heute die Kästen. Wir wollen ja quasi die Wand versehen mit so Kästen und das machen wir jetzt. So, die Frage ist, wie basteln wir diese ganzen Kästen? Wir müssen einige machen, das heißt, wir müssen, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, 8 Kästen machen und 2 Schubladen. Und zwar habe ich mir im Bauhaus so 3 Schichtplatten geholt. Da habe ich mich vom lieben Vita inspirieren lassen. Der hat gesagt, damit kann man super Möbel bauen. Deswegen war das die günstigste Variante. Da kostet, glaube ich, eine große Platte 45 €. Das ließ sich dann noch gerade finanzieren. So, 3 Schichtplatten, die sehen so aus, sind relativ hell. Wird ähnlich von der Farbe sein wie die Holzschalung. Dann passt das ganz gut. Die muss ich aber allerdings jetzt noch zurechtschneiden, weil die haben uns noch eine Größe von 2,50 Meter mal, ich glaube 70. Und die muss ich jetzt mal klein machen und dann kann ich die Kästen daraus bauen. Machen wir jetzt. So, es ist alles zugeschnitten. Jetzt möchte ich hier rein noch eine Nut einlassen, weil ich möchte ja hier LED-Stripes noch reinsetzen für indirekte Beleuchtung. Und ich habe diese, ich glaube, die sind 12 cm dick und praktischerweise habe ich auch einen 12 cm Fräser. Das heißt, ich kann hier ganz entspannt eine Bahn gehen und dann 7 cm muss ich rein und dann versenke ich diese Schiene und kann dann später die LED-Stripes da reinklippen. Das mache ich jetzt, dafür muss ich an die Fräse, dann sehen wir weiter. So I found myself in tears every day, feel me free.
So, jetzt brauche ich quasi nur noch alles zusammenzubauen. Quasi gar kein Problem. Das schraube ich erstmal stumpf zusammen und später machen wir es schön. So, endlose Stunden später sind alle Kästen fertig. Jetzt ist es allerdings so, dass ich nicht möchte, dass man hier diese Kante der Dreischichtplatte sieht. Das ist eigentlich nicht so sexy. Deswegen werden wir diese verstecken. Ich werde einen Rahmen davor machen und dafür habe ich hier normales Kantholz, das ich auf Gärung schneiden möchte. Gärungen und ich, das funktioniert zwar nie, aber ich will einfach nicht aufgeben. Deswegen machen wir hier nochmal einen Versuch. Und dann schauen wir mal, was das wird. So wird das dann drauf gemacht, abgeschliffen und dann sieht man die hässliche Dreischicht-Front nicht mehr. Dann hat man hier die Blende davor. So war der Plan und so klappt das auch. Gut, die Kästen sind fertig, den Rahmen habe ich angebracht und jetzt brauchen wir nur noch als Highlight ein bisschen Beleuchtung, damit das schön aussieht. Dafür habe ich mir hier diese LED-Stripes von Gouvet genommen. Warum habe ich mich für Gouvet entschieden? Ganz einfach, ich habe schon mal ein Projekt gemacht, die Sternenlampe. Ich verlinke sie euch gerne mal hier oben. Da habe ich genau die gleichen genommen, habe gute Erfahrungen damit gemacht und ich werde nicht von denen bezahlt oder sonst was. Ich verlinke es euch trotzdem unten. Könnt ihr euch die anschauen oder vielleicht findet ihr günstigere oder welche, die besser zu eurem Konzept passen. Das sei euch überlassen. Dazu gibt es dann eine Leiste, so eine Aluleiste, die muss ich noch anpassen. Die wird reingeklickt. Darauf wird dann das Milchglas dieses Milchplexiglas. Und dann ist das Ding fertig und dann müssen wir noch die Verkabelung machen. Hier habe ich Verkabelung
Hier habe ich diese Knipsis, diese Verbindungsknipsis. Und dann können wir es reinbringen und einbauen. Is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend. It's leaving now. I waited here, but nothing came. So I close my eyes, 'cause you reflected everything. It's shining through. The light in you, it shines so true. The light in you. Free, feel free to run, make it once again, and dream turns into ashes, but here you are still in my arms. It's shining through. The light in you, it's shining through. The light in you, it shines so true. The light in you. In you. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared
saw the angels coming down, and they sang a song, they sang it loud, and I still remember parts of it, and the yellow glorious were lit. Won't you be my guide and let me follow? Can I hold your hand for old time's sake? And all this time you waited for me. Little did we know, I guess it's fate. Now all is in our hands. All is in our hands. All is in our hands. So, das war's schon wieder. Ich habe es tatsächlich geschafft, vor Weihnachten fertig zu werden. Es hat allerdings länger gedauert, als ich gedacht habe. Ich habe 2 Wochen eingeplant, es hat 4 Wochen gedauert. Hatte verschiedene Gründe, vollkommen egal. Ich finde, es sieht super aus. Das ist jetzt nur die eine Seite. Ich krieg's mit meinem Objektiv nicht ganz drauf. Ich mache gleich noch ein paar schöne Beauty-Shots und dann könnt ihr es euch anschauen. Dieses Video kommt erst im neuen Jahr raus. Das schaffe ich vor Weihnachten nicht mehr, weil in 2 Tagen ist es soweit. Und deswegen wird das erst im nächsten Jahr ausgestrahlt werden. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt gesund, motiviert und immer schön basteln. Macht's gut, euer Sascha. Life is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend. Fear, it's leaving now. I waited here, but nothing came. So I close my eyes, 'cause you reflect in everything. It's shining through the light in you. It's shining.